Hallo meine lieben Parfümfreunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ihr seid hier richtig, wenn ihr euch für Parfums interessiert, abonniert mich doch gerne und drückt auch die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und glaubt mir, im Dezember haben wir einiges vor. Hier ist ein kleiner Vorgeschmack, aber seid mal ganz gespannt. Heute möchte ich euch zeigen, welche Düfte im November 2020 neu in meine Sammlung einziehen durften. Ja, den einen oder anderen davon habe ich euch schon mal gezeigt, aber das möchte ich jetzt doch nochmal gesammelt tun. Und wir fangen an mit diesem wundervollen Duft, und zwar Rosenrot von Rammstein. Ja, wir haben hier ein Eau de Parfum. Ich habe mit dem Duft ein Unboxing gedreht. So sieht der Flakon aus. Ja. Genau, mit den Stacheln und dem Rammstein-Logo. Und wir haben hier einen wunderschönen, üppigen, rosigen Duft, der aber erstmal, ja, so ein bisschen reservierter startet mit Pomelo. Wir haben hier Blätter in der Kopfnote und metallische Noten, die hier allerdings nicht zu, ja, stechend oder schneidend rüberkommen. In der Herznote haben wir dann pinke Rose und Weihrauch. Und in der Basis haben wir Kaschmir, Sandelholz und Vanilleorchidee. Und ich muss sagen, beim ersten Testen hat mir der Duft schon mal richtig gut gefallen. Ich habe ihn so mit der kleinen Schwester von Portrait of a Lady verglichen. Das würde ich immer noch unterstützen. Ich habe ihn auch in den letzten Tagen immer noch mal abends getragen, ein, zwei Sprüher. Und ich muss auch immer noch sagen, dass er mir sehr gut gefällt. Besonders jetzt ja in der kälteren Jahreszeit. Dennoch, heute ist, ja, Black Friday und ich denke, Portrait of a Lady wird heute nochmal in mein Körbchen wandern. Ja, ich mache es ja immer ganz gerne so, dass ich mir auch selbst ein Weihnachts- und ein Geburtstagsgeschenk schenke, und dieses Jahr ist Portrait of a Lady dran. Aber so als alltägliche Ergänzung finde ich Rammstein Rosenrot tatsächlich einen sehr schönen und gelungenen Rosenduft. Ja, weiter geht's mit einem Duft, der leider eingestellt wurde, von Jil Sander, der Style Essence. Ich habe mir hier jetzt in der Drogerie nochmal ein Backup mitgenommen für relativ kleines Geld, weil ich den Duft doch sehr schön und gelungen finde. Und ja, ich hatte sogar irgendwann auch mal überlegt, ob es mein Signature-Duft werden könnte, weil er zwar in die gleiche Richtung geht wie Style, aber doch durch diese Orange etwas erwachsener wirkt. In Style haben wir ja Mango drin und ja, ich habe da immer so diese leichten Partygirl-Assoziationen mit. Diesen Duft zeige ich euch auch in meinem letzten in meinem letzten Video bzw. in meinem ersten Live-Talk. Da ging es um meine Herbstdüfte. Das verlinke ich euch auch mal oben. Und genau, wie gesagt, das ist ein Backup. Ja, wie gesagt, das hier ist ein Backup-Flakon, noch original versiegelt. Ich habe aber noch einen zweiten Flakon davon und den möchte ich euch doch jetzt gerne mal zeigen, weil ich den auch sehr hübsch und gelungen finde. Hier in mattem Schwarz, in dieser, ja, typischen Style-Form, und der Sprühkopf ist in so einem ganz dunklen Violett gehalten. Wir haben hier jetzt, ja, einen holzig-orangigen Duft. In der Kopfnote haben wir Kardamom, Freesie, Orangenblatt, Petit Grain. In der Herznote Jasmin, Neroli, Orangenblüte und Veilchen. Und in der Basis haben wir Amber, Hinoki-Holz und Moschus. Und wer mich kennt, der weiß vielleicht, dass holzige Düfte nicht ganz so meins sind. Und ja, ihn finde ich doch ganz angenehm, weil er eben nicht so dieses staubige Holz hat, sondern eher so ein cremiges. Der Kardamom kommt hier noch ganz gut raus und wie gesagt, ein Duft im Style-Vibe, aber doch etwas, ja, erwachsener und eleganter. Ja, und der letzte große Flakon, ich habe mich diesen Monat wirklich zusammengerissen, ist von Guerlain Shalimar Eau de Parfum Initial. Und ja, wir haben hier ein Eau de Parfum, ein Duft, der auch leider nicht mehr hergestellt wird, in einem traumhaft schönen Flakon. Von dem hatte ich jetzt im letzten Monat eine Abfüllung, die ich ordentlich getragen habe, und dachte mir, ich muss jetzt die Chance nutzen und den Duft noch schnell besorgen, bis man ihn wirklich überhaupt nirgendwo mehr bekommen kann. Das ist jetzt ein gebrauchter Flakon und was soll ich euch sagen, ein wunderschöner Duft.
Ich kann überhaupt nicht verstehen, dass der eingestellt wurde, aber es ist ja oft so. Also wenn euch Düfte wirklich gefallen, seht zu, dass ihr sie noch bekommt, bevor sie ja aus dem Sortiment verschwinden und dann vielleicht nur noch zu horrenden Preisen im Internet erhältlich sind. Das muss ja nicht unbedingt sein. Wir haben hier jetzt in der Kopfnote Bergamotte, grüne Noten, Orange. Und ich finde die Orange, ja, die ist doch sehr dominant zu Beginn. In der Herznote haben wir Iris, Jasmin, Patchouli, Rose und Vetiver. Und der Duft hat so einen orientalischen Twist. Aber in der Herznote haben wir eine relativ dominante, pudrige Iris. Und in der Basis haben wir Karamell, Moschus, Tonkabohne und Vanille. Ja, ein Oriental Light Duft, würde ich mal sagen, weil er doch eher blumig, pudrig, süßlich daherkommt. Ein Duft, der, wie ich finde, auch wunderbar in den Herbst passt. Und ja, ich bin so froh, dass ich jetzt dieses kleine Schätzchen bei mir habe. Ich liebe ja auch diese Shalimar-Flakons, also ganz, ganz wundervoll. Ich meine, der Urflakon von Shalimar, ich weiß nicht, ob es das Eau de Parfum oder das Extrait war, hat auch 1925 einen Designerpreis gewonnen. So, jetzt habe ich nur noch 2 Abfüllungen, von denen, ja, die sind jetzt nicht ganz so schön, eben in diesen Taschenzerstäubern. Und zwar einmal von Diptyque DNO Capital. Das ist ein Duft, der von der Art her auch ganz dezent an Portrait of a Lady erinnert, weil er eben auch mit diesem Patchouli in Kombination mit Rose spielt. Aber er hier ist sehr viel, ja, ich will nicht sagen einfacher, vielleicht ein bisschen einfacher gestrickt. Das Patchouli ist sehr dominant. Die Rose verflüchtigt sich leider relativ schnell. Ich finde ihn trotzdem einen schönen und unkomplizierten Duft. Will jetzt aber mal testen, ob ich ihn wirklich auch als Parfum längerfristig trage oder ob er mir eher, ja, so als Raumduft tatsächlich besser gefällt. Und welchen Duft ich auch noch habe, ist hier in diesem Zerstäuber. Das ist der Shalimar Filtre de Parfum, das heißt Trank, also ja, irgendwie sowas wie ein Parfum-Zaubertrank. Eine wunderschöne und ja, für mich, ich habe ihn jetzt erst ganz neu, ich habe ihn 2 Tage lang, habe ihn aber jetzt schon wirklich sehr oft gesprüht und gestern Abend auch den ganzen Abend getragen und ich musste ihn ständig nachsprühen, weil ich ihn wirklich so schön fand. Wer Shalimar mag, wem Shalimar aber etwas zu dicht und auch ja ein bisschen zu animalisch vorkommt, der kann sich diesen hier mal anschauen. Der ist dieses Jahr neu erschienen, der Filtre de Parfum. Und wir haben hier, wie ich finde, eine leichtere Kombination, weil er am Anfang ja doch mit so einer frischeren, zitronigen Zitronencreme startet. Lavendel ist noch mit dabei. Dann geht er in diese typische Shalimar-DNA über, aber ohne zu viel, ja, ohne zu viel Würze, ohne zu viel Animalik und klingt über einer dezent süßen Basis aus. Ich habe ihn gestern das letzte Mal, glaube ich, um 24 Uhr gesprüht. Und heute Mittag um 12 Uhr konnte ich ihn tatsächlich noch an meinem Handgelenk riechen. Also ganz tolle Qualität. Bin ich auch am Überlegen, wenn ich diese Abfüllung aufgebraucht habe, ob er in meine Sammlung einziehen darf, weil ich finde, dass er wirklich eine sehr, sehr schöne, ja, neue und unkompliziertere Shalimar-Variante ist. Ich bin es jetzt noch am Austesten, welcher jetzt eben mein liebster Shalimar, meine liebste Shalimar-Variante wird. Aber ich würde sagen, er hat wirklich sehr gute Karten, obwohl ich den Initial de Parfum auch wirklich sehr schön finde. Aber müsste ich nochmal gucken. Der ist mir vielleicht ein Ticken zu pudrig, obwohl ich im Moment ja auch so eine Obsession mit Iris habe, gerade auch die Guerlain Iris. Guerlain macht ganz tolle Iris-Noten, aber den Filtre de Parfum, ja, finde ich eigentlich fast noch schöner, tragbarer und vor allen Dingen auch allwettertauglicher. So, ihr Lieben, 2 Proben habe ich noch. Zeige ich euch erstmal die unverfänglichere. Von Roger und Gallet, Fleur dos Mantos, das ist ein Bodyspray. Ich habe es jetzt noch nicht getestet. Ich will es jetzt auch ehrlich gesagt nicht testen, weil ich gleich noch ein paar andere Videos für euch drehe. Und eine Probe des fragwürdigsten Duftes der Welt. Nein, ich meine nicht Aventus, ich meine auch nicht Baccarat Rouge. Ich weiß gar nicht, ob ihr es lesen könnt. Von Etat Libre d'Orange Secretions Magnifique. Ein Duft,
dem vorgeworfen wird, vorsätzlich ja, ekelhaft zu sein oder abartig zu riechen. Die Macher von Etat Libre d'Orange verneinen das. Ja klar, es handelt sich hier um Parfumkunst. Wir haben hier Duftnoten drin wie Ozon, wie Blut, Milch, Sandelholz. Er soll am Anfang eben durch einen Geruchsstoff mit einer sehr niedrigen Geruchsschwelle schocken. Azuron heißt dieser Stoff, der ja in sehr kleinen Dosen schon wahrnehmbar ist und eigentlich aber in dezenter Konzentration einen maritimen und einen leicht metallischen Akkord erzeugt. Und damit spielt man hier, um dieses Blutaroma ja, nachzubilden, diesen Blutakkord. Ich habe den Duft noch nicht getestet. Im Dezember gibt es damit aber ein First Impressions. Ja, wenn ich jetzt dran rieche, finde ich es gar nicht so schlimm. Er riecht relativ cremig. Er riecht blumig, aber es kann eben sein, im ersten Moment und in der Kopfnote, dass dann noch diese geballten Aromachemicals einem die Nase fluten. Und ja, ich möchte das Experiment gerne wagen. Ich hatte ihn schon mal in einem Wanderbrief da und fand ihn von außen so abartig, dass ich mich überhaupt nicht getestet habe, ihn zu testen. Ja, dass ich mich überhaupt nicht getraut habe, ihn zu testen, vielmehr. Aber das will ich doch jetzt im Dezember zu eurer Belustigung mal nachholen. Nicht im Livestream, nein, nein. Sondern schön auf der Kamera, dass ich mir zur Not die Kotztüte schnell unterhalten kann und das dann rausschneide. Aber ja, ich bin sehr gespannt und ich freue mich sehr, dass ihr jetzt wieder mit dabei wart. In der letzten Zeit war es ja ein bisschen ruhiger hier auf dem Kanal, weil ich eine ganze Menge Videos für den Dezember vorbereitet habe. Das startet ja am 1. Dezember, vielleicht könnt ihr schon erahnen, wenn ihr da hinten den kleinen Rentierkalender seht, um was es sich handeln könnte. Zu viel will ich noch nicht verraten. Wie gesagt, schaut am 1. Dezember gerne nochmal bei mir rein. Und ansonsten, ja, abonniert gerne meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch und drückt auch die Glocke, dann verpasst ihr natürlich keine weiteren Parfum-Videos. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da bleibt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr im Dezember mit dabei seid. Bis dann und bleibt gesund.